Leute, das passiert, wenn Christoph ein U-Boot kaufen will. Ein Lego-U-Boot. Aber wir werden alle sehr zufrieden sein mit diesem U-Boot-Einkauf. Ihr habt ja vielleicht in den letzten Videos gesehen, dass ich mich in dieses Neptune Aquanaut Set ziemlich verliebt habe, welches ich mal in einem Konvolut gekauft habe. Das ist übrigens nicht das ist jetzt ein neues Set. Und ich habe immer wieder angemerkt, dass ja dieses U-Boot hier fehlt. Und ich mir das jetzt vielleicht noch kaufen werde, weil es mir vielleicht doch ein bisschen besser gefällt, als was ich am Anfang gedacht habe. Jetzt war es so, es hat bei den eBay-Auktionen einen Sofortkauf gegeben, dieses U-Boot, ich glaube für 20 €, das hätte aber dann mit Versand nach Österreich 35 gekostet und ja, es war ein bisschen kompliziert hin und her. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich will das U-Boot gerne haben. Dann habe ich, während Rita übrigens die Figuren aufbaut, habe ich ein bisschen Zeit zu sprechen. Es sind nämlich fast 30 Figuren dabei gewesen bei diesem Konvolut. Dann habe ich einen jungen Mann gesehen auf den eBay Kleinanzeigen, der hat ein Konvolut angeboten. Es sind insgesamt, ich habe es sogar noch mal abgewogen, fast 9 Kilo Lego gewesen jetzt insgesamt. Kein einziges Fremdteil dabei, also sehr gut. Der hat dieses komplette Assortiment, welches ihr hier, glaube ich, gar nicht mal komplett seht, denn es geht hier vorne auch noch weiter. Er wollte am Anfang 80 € haben, ich glaube 79, und ich habe dann geschrieben, Bruder, wie sieht's aus? Ich hätte Interesse, aber kannst du vielleicht noch was machen? Dann hat er gesagt, okay, 80 € inklusive dem Versand. Dann habe ich gesagt, okay, her damit, du kannst es schicken, ich überweise dir die Kohle. Und ja, ein paar Tage später war das Konvolut schon hier. Und es ist folgendermaßen, wir wollten es euch zeigen, es sind nicht alle Sachen komplett, die ihr hier seht, aber es sieht sehr gut aus. Ich habe das Ganze jetzt mal mit Rita zusammen ein bisschen gewaschen und wir haben es in so Tüten sortiert, das heißt, die sind jetzt nicht sortenrein, aber fast, also hier zum Beispiel sind lauter Slopes drinnen, damit wir euch ein bisschen zeigen können, was das ist, weil das war ein großer Sack voller Teile, alles durcheinander geschmissen, auch die größeren Sets waren komplett durcheinander und das hat ja keinen Sinn. Also zum Beispiel das U-Boot, um das sich alles gedreht hat, warum ich eigentlich diesen Kauf in Erwägung gezogen habe, ist fast komplett, es ist wunderschön, es passt auch hier auf diese Docking Station drauf. Das Einzige, was fehlt, sind hier diese zwei Paneele. Ich weiß, dass ich so ein gelbes noch als Ersatzteil habe, also das dürfte kein Problem sein. Bei dem blauen bin ich mir nicht sicher, aber das lässt sich sicher auch noch auftreiben. Also das U-Boot ist dann schon mal komplett. Dann haben wir hier diese Neptune Unterwasserbasis, die sieht ein bisschen mitgenommen aus. Das, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sie auch. Also die Steine sind in guter Qualität eigentlich, aber es fehlen da und dort ein paar Teile. Ja, es macht aber nichts. Ich habe geschaut, diese erhöhten Bodenplatten werden teilweise um über 10 € pro Stück hergegeben. Also alleine die sind das Geld schon wert. Es sind auch noch jede Menge dieser gelben ja, so U-Boot-Teile mit von der Partie. Ich habe mir gedacht, wenn wir dann mal die Unterwasserlandschaft anfangen werden, dann können wir uns das ja ansehen. Vielleicht kommt irgendwie werden wir unsere noch vergrößern oder wir bauen eine zweite hin, die irgendwie auch dann noch in das Unterwasserlayout integriert wird. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, über 90% der Teile passen hier. Auf jeden Fall, es sind auch diese Teile dabei, die bei unserer Station hier beim Kran gefehlt haben. Diese Technikteile kann ich euch gerne noch zeigen, wenn ihr wollt. Probier es mal so. Und zwar sind hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, zwei so graue Technik, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Teile auf einer 3 Stud langen Achse und die fehlen bei unserer. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Rita will jetzt auch, glaube ich, mal was herzeigen und präsentieren. Ich sag's euch, ein kleines U-Boot und wie kann sowas so aussehen? Währenddessen gehe ich schnell was holen, ich habe nämlich was vergessen. Okay, wir haben hier einige Minifiguren. Lustigerweise ist mir gerade aufgefallen, ist da sogar so ein Basketballer dabei. Also auf jeden Fall mit Basketballerhosen. Ihr seht den da ganz hier drüben mit der coolen Frisur, Johnny Bravo Frisur. Es sind einige ohne Köpfe, es sind einige mit wirren Köpfen. Es ist da, was ist das, ein TV...
Mann mit einem, keine Ahnung, einem Ritterhelm oder sowas. Auf jeden Fall so einem Fledermaushelm. Sehr, sehr wirre Sache. Aber gut, ich meine, wir werden da, ups, eine Figur verschüsst sich schon. Wir werden da die Figuren einfach wieder zerlegen und in meine Figurenkästen einsortieren, schätze ich mal. Und dann passt das recht gut. Es ist lustigerweise auch eine Harry Potter Figur in Unterhose ohne Kopf dabei. Also das finde ich Harry auch Potter schon muss ja auch mal in Unterhose sein, warum auch nicht? Ja, natürlich. Und dann haben wir hier sogar welche mit Flossen. Wir haben diese großen Technikfiguren, die mich an meine Kindheit erinnern, von diesem coolen Truck, ihr wisst es. Und ja, hier ein paar Taucher noch. Sorry. Rita zerstört mein U-Boot. Wie immer, oder? Da habe ich ein Talent dafür. Lego zerstören, das ist mein Ding. Und hier zum Beispiel auch wieder eine Figur mit einem durchsichtigen Kopf, also ganz eine schräge Sache. Aber gut, wir werden uns da die Teile einfach rausholen, würde ich sagen. Denn es sind ein paar nette Oberteile dabei. Hier sind noch ein paar Restfiguren, die jetzt nicht hier drauf gepasst haben. Ja, einfach welche mit diesen Standard alten 90er Klassikfiguren, was brauche ich da mehr zu sagen? Also, es sind sogar ein paar Taucher dabei, die hier zu diesem Set passen, auch ein paar von der Weltraumabschussbasis. genau, und der hier noch. Also Rita beschwert sich jetzt, dass es keine 2010er oder 2020er City-Figuren sind, aber viele von euch und auch inklusive mir, wir finden die alten Classic-Figuren ganz toll und es sind auch sogar ein paar Ritter-Oberteile dabei, ein paar Piraten-Oberteile, cool, habe ich gesehen. Ja. Also da beschweren wir uns nicht und es ist mittlerweile schon so, dass bei den Konvoluten nur mehr sehr selten die Figuren dabei sind, denn die Leute kommen schon immer mehr drauf, dass Figuren mehr wert sind und verkaufen die Figuren extra und das war deswegen eigentlich ganz nett, dass hier viele Figuren trotzdem mit dabei sind und auch sogar welche, die zu den Sets passen. Ja. Als nächstes war, wie gesagt, habt ihr sicher schon gesehen, auch noch diese, also ich wollte eigentlich nur dieses U-Boot kaufen, aber es war dann alles irgendwie mit dabei. Es ist eskaliert. Diese Weltraumabschussbasis, ich glaube, das ist die Setnummer 6399, hier ist ein bisschen Staub, hoppala. Ups. Die ist auch, ich schätze mal, zu 90 bis 95% komplett. Da fehlt nur beim Raumschiff hinten das Ruder und zwei so, ja, diese... Ich finde ja auch sehr aktuell, denn jetzt kaufen sich gerade alle dieses große Spaceship, oder wie das heißt. Und Christoph kauft sich ein uraltes. Wir haben das alte, das bessere natürlich. Nein, das neue Space Shuttle ist auch super, aber mir gefällt das alte. Das haben wir übrigens zweimal schon in unserer Sammlung. Einmal komplett und einmal auch so etwa in diesem Aufbaustadium, also auch so 90% komplett und ich denke mal, wir können daraus sicher 2 komplette machen und haben dann noch viele Ersatzteile. Hier oben fehlt auch ein Teil dieses Mechanismus. Das ist ein Set, das müssten wir euch direkt mal zeigen. Das ist total cool. Das wird hier so eingehängt und dann kann man hier dieses Space Shuttle, wenn es in der Horizontalen ist, so aufstellen. Also eigentlich auch ein wirklich, wirklich cooles Set, wie ich finde. Gefällt mir sehr gut und ist auch relativ komplett, da fehlt nicht viel, um es zu vervollständigen. Und das, was ich gerade noch geholt habe, ist, das war der absolute Hammer bei dem Set, ist sogar die originale Schachtel noch dabei. Ist ein bisschen ramponiert, aber das macht nichts. Und die Bedienungsanleitung. Und, ihr werdet es nicht glauben, hoffentlich zerstöre ich die Schachtel jetzt nicht. Also es ist die Anleitung dabei, in sehr gutem Zustand und dann sogar auch noch ein Poster. Und da werden eure Herzen genauso wie meines höher schlagen jetzt. Es ist das Poster zur Space-Serie oder Town-Serie, was auch immer, aus den frühen 90ern. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. Wirklich, also alleine das Poster könnte man sich, glaube ich, stundenlang ansehen. Hier steht keine Jahreszahl drauf, aber es muss so ganz am Anfang der 90er gewesen sein. Aber es ist cool gemacht, muss ich sogar sagen. Das sind viele und ich liebe diese alten Dioramen. Ich habe mir als Kind immer gedacht, ich hätte gerne solche Lego-Aufbauten. Hat natürlich nie gereicht, weil ich immer zu wenig Lego-Steine hatte. Jetzt hat sich das zum Glück ein bisschen geändert. Kann man sich gar nicht
Dann geht es weiter. Wir haben noch ein komplettes, hoppala, ein komplettes Sackerl, auch mit mehr oder weniger fertigen Lego-Sets. Und zwar das hier ist bis auf die Minifigur fertig. Ein Boot der Küstenwache. Hier sogar mit kleinem So ein ähnliches haben Rettungsboot. wir auch, glaube ich. Das ist sehr toll, finde ich. Dann so ein Sanddünen-Buggy. Den haben wir zwar, glaube ich, schon, aber der ist auch nicht schlecht. Und dann jede Menge so halbfertige. Hier, glaube ich, aus der M-John-Serie. Das war eines meiner ersten Sets übrigens. Space Police. Space Police, also es wird wirklich toll. Hier fehlt übrigens das ein oder andere Teil. Ich glaube auch dieser Wagen hier ist nicht komplett. Aber hier ist jede Menge drinnen, was einen Lego-Fan der 90er bestimmt. Und ja, okay. Ich glaube, das ist nicht ganz komplett. Nehme ich zurück, das ist von Jack Stone, kein Problem. Dann haben wir hier noch eine Straßenkehrmaschine, bei der, glaube ich, nur eine dieser Bürsten fehlt. Die haben wir sicher als Ersatzteil wo. Dann gibt es ja sogar 2 an der Zahl. Da sind auch ein paar so Techniksachen drin, so Motorräder. Ich glaube, das hatte ich sogar im Original. Das kann man so aufziehen, wenn da der Gummi eingespannt ist. Und dann macht das so einen Wheelie und fährt so. Deins ist ein bisschen weniger komplett als meines. Das ist späte 90er, auch die Farbe Teal, wie ihr seht, ist hier immer wieder sehr stark vertreten. Und was haben wir hier noch? Ja, alle möglichen Boote. Ich glaube, das hier war sogar auf dem Poster mit dem Weltraumbahnhof drauf. Ein nicht mehr funktionierender Helikopter. Helikopter, der auch von diesem Küstenwachen-Serien Dingsbums ist. Also der, ja, da ist auch einiges abhanden gekommen. Ein U-Boot, ein zweites, Aqua Raiders, wenn ich mich nicht täusche, welches mir eigentlich gar nicht gefällt. Ich weiß nicht, das finde ich eigentlich ziemlich hässlich, aber gut, vielleicht lässt sich daraus was machen. Das ist ganz cool. Oh ja. Motorrad. Ja. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Motorrad. Und dann ist hier noch ein zweites Boot drinnen, nochmal dasselbe und ich glaube die Kufen und Stützen von dem Helikopter. Nicht schlecht. Das ist sogar gefedert, bitte. Rita freundet sich mit Lego Technik an. Was sagt ihr dazu? Ich finde das ja sehr cool. Also ich glaube, zum Spielen ist das ja der Hammer, oder? Ja, müssten wir direkt mal schauen, ob das irgendwie komplett ist oder was da die Setnummer ist. Ich weiß es nämlich gar nicht. Sehr cool. Aber Rita gefällt's, also vielleicht bauen wir jetzt demnächst mal ein paar Lego-Technik-Sets auf. Ja. Und dann waren noch jede Menge Tüten und Säckchen voll mit bunt gemischten Teilen. Die haben wir für euch jetzt mal ein bisschen sortiert, damit es leichter ist, dass ihr euch ein Bild davon macht, ob das ein guter Deal war oder nicht. Wir haben hier erstens mal ein Riesensäckchen jetzt voll mit Slopes. Die meisten davon sind in Rot, Slopes und Inverted Slopes. Ich glaube, das ist fast ein Kilo. Einige normale Steine, so 2x3er, 2x4er Steine. Auch, ja. Kann man immer brauchen. Kann man immer brauchen. Auch die Farben, die wir nicht jetzt momentan brauchen, die bauen wir zum Unterfüttern. Manche Steine sind schon ein bisschen kaputt. Die bauen wir irgendwo unten rein, wenn wir wieder mal eine Erhöhung oder was machen. Die verschwinden dann sowieso. Dann haben wir hier so Technik-Bricks, also die mit den Löchern. Und ich habe hier auch die Technik-Plates hineingegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die so Löcher haben. Die sind nämlich bei uns in der Sammlung gemeinsam in einer Kiste. Braucht man auch immer wieder. Sind nicht schlecht zu haben. Hier haben wir 1x4er und 1x8er, manche mit so Stickern drauf. Was ist das? Oh, das ist die Extreme Islander Extreme Tour oder so, wie die geheißen haben, wo wir diesen Skatepark davon haben. Ah ja, stimmt. Das sind die Sticker, die habe ich extra aussortiert, weil die haben wir nicht mitgewaschen, sonst wären sie weg. Dann Technik-Sitze, das sind die großen, die kennt ihr vielleicht auch noch, kann man auch immer wieder brauchen. Die haben wir sogar schon ein paar Mal für unsere normalen Minifiguren verwendet. Alte Fenster. Alte Alle Fenster. möglichen, sogar mit diesen, wie sagt man da, Fenstertüren. Fensterläden. Genau, Fensterläden. Ja, die Leute hatten früher noch keine Jalousien. Ja. Dann habe ich hier alles mögliche an Kleinkram hineingegeben. Das heißt, hier sind Fässer, so Sessellehnen, irgendwelche Flugzeugteile, so Hinges, Zäune, also alles mögliche, wo nur ein- oder zweimal drinnen war. Da habe ich nämlich nicht so viele Tüten gehabt. Dann aktuell bezeichne ich die als Pilzteile, denn letztens wollte ich so Schwammerl draus machen. Das sind so, ja. Sind wahrscheinlich ein bisschen zu groß für einen Pilz, Das aber stimmt. ich habe immer Sonnenschirme dazu gesagt, Stimmt. aber so ist Könnte das es auch halt sein.
Weiß gar nicht, aus welcher Schaut aus wie Serie von der einer ist. Ritterserie oder sowas. I don't know. Also Rittersets sind ja eigentlich gar nicht drin gewesen, außer ein, zwei Figuren. 2x4 Steine, Macaroni-Steine und solche Steine mit Pin-Aufnahmen, jede Menge. Macaroni. Rita wird schon hungrig, ihr seht es. Jetzt Hier gibt es noch- bald Essen. Hier noch ein paar Plates. Ja, 2x4, 2x6. Auch wieder in verschiedene Farben. Alle möglichen Windschutzscheiben und so Cockpit, Scheiben für Raumschiffe. Das dürfte auch von Space Police sein oder vielleicht Blacktron. Ich weiß nicht, das Gelbe sieht nach Blacktron aus, aber es sind nicht mehr Teile dazu da. Hier auch wieder ein paar Plates. Diesmal einmal und dann 4er oder 6er oder ich glaube, das sind sogar 10er dann. 2, 4, 6, 8, 10, ja. Ja, genau. Die sind wie gesagt alle querfeldein in diesen Säckchen drin gewesen und ich habe die jetzt mal sortiert. One-by-One-Bricks, auch teilweise mit diesen Headlights und mit diesen Löchern und mit diesen Clips und so weiter. Die habe ich hier zusammengetan. Was haben wir noch? Gott, Reifen. en Reifen. masse. Ich glaube, Reifen haben wir sogar noch welche. Also Reifen haben wir Reifen schon. und Reifen. Ja. Reifen haben wir schon sehr viele. Ja. Es kommen halt viele Autos bei Lego auf den Markt und da braucht man natürlich immer wieder Reifen. Dann Round Bricks, 1x1, 2x2, auch die Cones und weiß nicht, was ich da, da habe ich noch solche Hinges hineingegeben. Oh, das ist ein Traum für meine Mom. Ich habe schon drauf gewartet, bis sich Rita dieses Säckchen nimmt. Ein Traum. Schaut euch das an. Das ist doch so cool. Ist das nicht von die, Ja. Fabuland? Jetzt bin ich gespannt gewesen, ob du es weißt. Ein ganzes Säckchen Fabuland. Auch mit cool. diesen alten Autos und mit den alten Türen und mit dem ganzen Zeugs hier. Tische, Sesseln. Es sind zwar keine Figuren dabei gewesen, aber ich weiß gar nicht, was wir mit denen machen werden. Ich glaube, die werden wir zu den Duplo-Sets hinzugeben, weil die passen ja wirklich fast eigentlich mehr zu Duplo So als zu cool. Lego. Total cool irgendwie. Ja. Wir hatten auch sehr viele dieser Fenster. Übrigens sind die alle verwendet worden für den Aufbau des Winterberges. Ich glaube, ein Vorderteil von einem Auto. Sehr cool auf jeden Fall. Das sind richtig alte Teile, ja. Die wahrscheinlich Anfang der 80er Jahre sind auch in vielen Lego-Sammlungen dabei, natürlich. Dann haben wir noch kleine Plates, 1x2, 1x3. Kann man natürlich auch immer brauchen. Und ihr seht schon, von der Farbpalette, wir bewegen uns eher hier im klassischen Bereich. Rot, Schwarz, Weiß, Blau, vielleicht ein bisschen Grau. Mehr ist da eigentlich nicht dabei. Ein bisschen was fürs Winterdorf. Weiße Sachen brauchen wir immer sehr fürs Winterdorf. Ein bisschen ein Schnee aufschütten. Und es sind Ist nicht eigentlich so nur schlecht. ganz wenige davon vergilbt, was mich sehr gefreut hat. Dann haben wir auch noch kleine Bricks, 1x2, 1x3, 1x4. Was kannst du uns noch präsentieren? Oh, das sind die Fliesen, da sind teilweise auch bedruckte dabei. Okay. Ah ja, hier Wie zum ihr Beispiel. seht, die eine würde vielleicht hier hinpassen, ich weiß nicht. Das wäre, glaube ich, das Set, wo die eine Fliese hinpassen würde. Muss ich mir mal ansehen. Das Coole war, die Sets haben auf den Bildern bei eBay Kleinanzeigen um einiges noch ramponierter und unvollständiger ausgesehen, als sie jetzt eigentlich sind. Also der Verkäufer hat sie auch als wirklich dezidiert unvollständig verkauft, aber im Endeffekt waren dann viele der Teile, die wir für diese Sets zum Wiederaufbau gebraucht haben, in diesen Massen an Extrateilen drin. Also das war echt sehr cool. Was suchst du? Oh, Technik-Pins. Kann man immer brauchen, auch wenn man nicht Technik baut. Und Schalthebel. Schalthebel Ich habe und jetzt vor Antennen. kurzem gesehen, dass man aus Schalthebeln, wenn man die gedreht aufstellt, eigentlich auch Schwammerl machen kann. Auch Ihr richtig, seht schon, ja. ich bin am Schwammerl. Ich weiß nicht, was mit Rita los ist. Die Pilzsaison ist losgegangen und Rita ist ganz hinüber. Übrigens, wir haben die Kamera heute absichtlich ein bisschen niedriger eingestellt, damit ihr mehr hier von unserem Tisch seht. Und weniger von uns. Jetzt ist Rita meistens irgendwie so im Bild, aber das macht nichts. Sie ist halt so groß. Ich bin so groß. Sie ist eine Walküre, eine Hühnin, die fast 2 Meter groß ist. Diese Grillteile, 1x1er Plates, Jumper Plates, 1x1 und so weiter. Alles Mögliche in klein. Dann haben wir hier noch Hinges. Die alte Form, die gibt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr.
Dann haben wir hier noch Flugzeug- und Raumschiffflügel und Wedgeplates in allen möglichen Formen. Also da, wir wissen nicht, wir haben nicht mehr Anleitungen dazu, keine Ahnung, was das für Sets gewesen sind. Auch ein paar irgendwelche Teile, zum Beispiel solche Bögen. Ja, ich glaube, das war irgendwie, da habe ich keine Tüten mehr gehabt dafür. Ah, okay. Und da sind dann die hinein. Ja, was können wir euch noch zeigen? Ein kleines Säckchen noch mit den ja, wirklich klitzekleinen Teilchen, so einmal eins, einmal Noch in rund und Drehplatten, Sessel, Wasserhahn und so weiter. Dann ist hier noch ein ganzes Säckchen voll mit Technikteilen. Die habe ich noch nicht auseinandersortiert. Das werde ich noch mal machen demnächst wahrscheinlich. Es sind zum Teil auch noch halb zusammengebaute Sachen. Hier haben wir noch 2x4 Steine in Gelb. Warum die extra sind, weiß ich nicht. Und ja, was? Und das alles, also das ist ein U-Boot, Leute. Also falls es nicht Gewicht Bisschen was haben wir noch, was wir euch zeigen können. Hier sind noch so Fahrzeugdächer aus den 90ern. Die kennt ihr vielleicht auch teilweise mit Schiebedach. Total cool. Ja. Dann haben wir hier noch so halb zusammengebaute Sachen. Da wissen wir noch überhaupt nicht, was wir damit machen sollen. Wahrscheinlich werden wir sie zerlegen. Total cool finde ich übrigens. Ich weiß gar nicht, aus welchem Set der ist. Das hier. Eine Spinne. Ich weiß nicht, aus welcher Serie der ist. Technik oder... Ist auf jeden Fall, diese Kanone ist in Teal. Die schaut sehr cool aus. Eine Farbe, die es ja lang nicht gegeben hat, genau. Und sonst sind da so halb zusammengebaute Sachen drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das alles sein soll. Kann auch sein, dass das ja Mocks sind. Genauso wie hier. Ich nehme mal stark an, dass das hier ein Mock ist. Es tut mir ja auch immer wieder im Herzen leid und weh, wenn wir solche tollen Kreationen, die die Leute gehabt haben, dann einfach zerlegen, weil es hat bestimmt der vorige Erbauer hier sein ganzes Herzblut und Leidenschaft hineingesteckt, aber ich weiß nicht genau, was das sein soll. Ich glaube, da kann man sich ja so draufsetzen. Schaut, das ist von dem, ich glaube, ist das nicht vom Basketball-Set? Ja, das ist so eine, genau, ja. Ich glaube, dass das eine Abwehrstation. Ja, ich habe auch schon daran gedacht, vielleicht ist das von irgendeinem Ritterset so eine Art Katapult. Es könnte auch sein, dass das gar kein Mock ist. Es sieht nämlich auf der anderen Seite sehr irgendwie symmetrisch und ja, also ich weiß nicht, wo das her ist. Wenn ihr es wisst, dann sagt es uns bitte. Das war so drinnen. Keine Ahnung. Aber es war auch ein Basketballspieler dabei. Also ich glaube schon, dass es von einem Basketball ist. Ja, das könnte dann schon sein irgendwie. Oder halt eine Basketballspielerhose. Könnte sein. Also es wäre interessant, wenn ihr wisst, wo das herkommt, dann schreibt es uns bitte. Dann waren noch jede Menge Bodenplatten dabei. Ja, übrigens auch die rote, die wo Rita die Figuren jetzt drauf präsentiert hat. Also auch so eine 16x32er Platte in Blau. Ja, und ich glaube, das war es noch nicht. Ich habe gerade gesehen, da habe ich jetzt vergessen, das zu sortieren. Wir haben hier, das habe ich hier reingegeben, noch ein Säckchen mit restlichen Steinen. Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Ja, da geht es dann noch weiter natürlich. U-Boot, alles Mögliche ist da noch drin. Also das habe ich noch nicht sortiert. Das ist, schätze ich mal, auch noch ein wenig Arbeit für mich. Das muss ich jetzt dann noch machen. Dann haben wir nämlich das alles soweit sortiert und können die Einzelteile, die wir nicht für diese Sets benötigen, in unser Ersatzteile-Sortiment reingeben. Das U-Boot kommt dann, wenn es fertig ist, zum anderen Neptune Discovery Laboratory. Und ja, was wir mit dem machen, vielleicht bauen wir das so gut es geht fertig zusammen. Genauso das hier. Da werden wir schauen, dass wir das andere nicht komplette Space Shuttle Abschuss Set aufbauen. Und ja, was wir mit den ganzen kleinen Sachen machen, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das Boot ist ja eigentlich ganz cool hier. Extrem. Müssen wir schauen, ob wir für das irgendwie eine Verwendung finden. Auch die Figuren haben Rita gefallen. Ich weiß nicht, also wir haben ja mal gesagt, wir kaufen jetzt nicht mehr so viele Konvolute. Das wollte ich jetzt gerade sagen. So viel zu... Also Leute, ihr merkt, ihr könnt uns nicht ernst nehmen. So viel zu... Ja, wir haben jetzt aber lange kein Konvolut mehr gekauft. Es waren Zeiten, da habe ich im Monat 2 oder 3 Konvolute gekauft. Seit dem letzten Video, wo wir uns mal aufgeregt haben, dass so viele Fremdteile drin waren, habe ich keines mehr gekauft. Ja. Ihr so viel seht, dazu und so viel zu, wir kaufen ein U-Boot.
ja, es hat sich halt angeboten. Ihr wisst ja, zum Teil verlangen die Leute für das Set hier, wenn das komplett ist oder teilweise fehlen Kleinigkeiten, verlangen die Leute teilweise auch 80, 90 Euro. Und der junge Mann, der uns das hier alles verkauft hat, wie gesagt, das sind, was habe ich zuerst gesagt, 9 oder ein bisschen über 9 Kilo, glaube ich sogar, hat er 80 Euro inklusive Versand verlangt. Und wie ich dann gesehen habe, dass das hier drinnen ist und dass von dem hier sehr viele Teile da sind, habe ich mir dann gedacht, okay, da kann man zuschlagen. Ja, also so viel dazu. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, dass ihr auf meiner Seite seid und dass ein guter Einkauf war. Oder sollen wir es wieder zurückschicken? Das wird sicher nicht passieren. Ich hoffe nur, dass wir jetzt dieses eine Teil noch für das U-Boot haben, dass wir das komplettieren können. Wie gesagt, hier dieses Seitenteil. Figuren sind nicht alle dabei, aber das macht nichts, denn wir haben die von dem anderen Set. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich war begeistert, dass das Paket kam und es so schwer war. Und ich bin auch jetzt noch begeistert. Mich wundert das Rita, gut, weil es 90er-Figuren sind, die Rita nicht besonders gefallen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich der Einkauf, denke ich mal, ausgezahlt. Na, hast du eh gut gemacht. Und ja, wer weiß, vielleicht finden wir sogar noch mal Verwendung für das hier oder was auch immer, ich weiß nicht. Oder, stimmt, Reifen hätten wir ja genug. Rita, ein Abschlusswort zum Tag. Ein Abschlusswort zum Tag. Ich finde das Motorrad super. Falls ihr uns da noch schreiben könnt, ob das schon komplett ist oder was das eigentlich genau ist, dann bitte schreibt mir es. Ich glaube, das wäre nämlich eigentlich für den kleinen Baumeister auch ein echt cooles Spielzeug. Oder nicht? Ja, sicher, glaube ich auch, ja. Mit einer großen Es war vielleicht noch ein Technikfigur. bisschen klein, aber es wird sich sicher, die Zeit wird kommen, wo er damit spielen kann, ja. Ja, das ist mir bewusst, aber trotzdem, so, bis dahin spielt er nicht damit. Genau. So viel dazu. Ich finde, er hat es eh nicht so schlecht gemacht. Ich habe nur gelacht, weil eben er wollte ein U-Boot bestellen. Naja. Ja, dann hätte ich das U-Boot bestellt und 35 Euro bezahlt und so haben wir um ein bisschen mehr als das doppelte Geld, aber sowas von viele Teile bekommen. Also Ein Traum. du wirst dann wieder die Teile verbauen und bist dann froh, dass wir die vielen Teile da haben. Stimmt. Ja, Genau. wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch wieder mal ein Konvolut gekauft? Vielleicht ein Eisenbahnkonvolut, die sind ja auch sehr teuer geworden in letzter Zeit. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns dazu eine kleine Mitteilung in den Kommentaren hinterlässt. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Dabeisein bei diesem Macht es gut. Haul. Unboxing war es ja keins, weil ich habe es umsortiert, aber so ist es auf jeden Fall jetzt für euch ein bisschen besser und einfacher gewesen, das zu sehen, was da alles drinnen ist. Sonst wäre das ein bisschen ein Chaos gewesen. Und ja, dann würde ich sagen, Baut auch ihr ein U-Boot? baut ein U-Boot. Das ist die Set Nummer 6195, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Wirklich schönes Set. Und dann sehen wir uns demnächst mal wieder, vielleicht auch in Wild City, wer weiß, Ja, ich hoffe doch. mit den neuen Sets. Ja, sehr gut. In dem Sinne, habt einen schönen Tag, baut ein U-Boot, wie gesagt. Vielleicht kauft ihr auch ein ganzes Konvolut dazu. Und dann viel Spaß damit. Tschüssi! Tschüss.